Hoch, 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 Mus! Easy, easy! Ecke, lange Ecke! Gleichzahl, Gleichzahl! Wieder den Würfel! 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 Wer ist in der Mitte? Trimmel, Mitte! Ja. Ja, Pet, 29 Jahre, bin seit 6 Jahren im GATC. Vorher habe ich in Viersen gespielt. Ich spiele auf der Torhüterposition und ja, werde liebevoll vom Team auch Panzer, Dicker, Tank genannt. Also sehr flexible Namen, die ich da kriege. Ich denke, habe ich mir auch verdient mit den ein oder anderen Situationen. Ne? Ich bin der Jens Blüthner, stehe hier im Tor des GATCs, bin 31 Jahre alt und bin mittlerweile seit 2001, 2002 hier in Gladbach, also seit 19 Jahren. Passt das? Ja. Rolle als Keeper, ja. Für mich ist eigentlich die Rolle als Keeper so mit die wichtigste Position. Ich habe das Feld vor mir. Ich sehe alles und kann dementsprechend das Team lenken. Bin aber auch auf der anderen Seite natürlich so die letzte Verteidigungslinie, darf mich mit allem reinwerfen, was ich so habe. Die Position des Torhüters ist ja eigentlich tierisch undankbar. Also wenn der Ball drin ist, bist du zwar zum einen der Letzte, der die Fehler dann ausbügeln kann, aber im einfachsten Fall bist du auch derjenige, der den Fehler gemacht hat. Und das bist du dann auch sehr schnell, immer sehr gerne. Natürlich kannst du mal ziemlich dämlich aussehen, aber nichtsdestotrotz passieren deinen Männern da vorne auch einige Fehler, bevor der Ball überhaupt zu dir kommt. Und somit, ja, die Position ist erstmal undankbar. Andererseits ist das auch sehr dankbar, denn wenn du derjenige bist, der dann irgendwie dieses Ding hält bei der Ecke, lass es eine Schlussecke sein oder sei es eine wichtige Ecke, es steht 3-2, kurz vor der Halbzeit und du musst diese Ecke jetzt halten, damit du mit einem guten Gefühl in die Pause gehst, dann ist das schon eine feine Sache. Und wenn du dann gerade in der Halle Hockey spielst, wo du dann auch direktes Feedback nicht nur vom Gegner kriegst, weil die sich ärgern oder von den eigenen Männern, weil die jubeln, sondern du hast dann auch ein paar Zuschauer, die dann auch noch jubeln, dann ist das genauso dankbar wie für einen Stürmer, der danach lächzt, diesen Ball da ins Tor zu befördern. Das macht großen Spaß und das wird auch nicht langweilig. Naja, dieses Gefühl des Erfolgs, das ist zwar sehr schön, aber das bleibt nicht lange. Und das ist so ein bisschen was Wahres dran, also dass diese Freude, die man hat, wenn man den Ball da rausfischt und das Jubeln und die eigene Bestätigung dann bekommt für die Arbeit, das ist immer nur eine kurze Zeit. Und dann willst du dranbleiben, dann willst du weitermachen. Und das ist, glaube ich, das, was so ein bisschen den Reiz daran ausmacht im Tor. Ja. Ja, meine Karriere in Viersen habe ich natürlich gestartet als rechter Verteidiger, war es zuerst. Nachher war es dann so, kurz Pause gehabt und dann hatte ich tatsächlich auf der weiterführenden Schule wieder jemanden da, der in Viersen gespielt hat, der hat mich wieder mitgenommen und der wollte unbedingt aus dem Tor raus. Hat sich das dann so ergeben, dass ich dann einmal im Tor stand und mein Trainer war mehr als begeistert und man wollte mich auch gerne halten. Bin eigentlich auch dadurch, dass ich sehr loyal bin, tatsächlich sehr lange geblieben, obwohl für meine Leistungsansprüche dann doch der Schritt nach Gladbach richtig war letztendlich. Ja. Angefangen habe ich mit 9 Jahren in Krefeld. Dort hat man mir das Hockeyspiel ein bisschen aufgeschwatzt. Für mich war eigentlich immer ganz klar, ich werde Formel-1-Fahrer, also gar kein Thema. Also in der Grundschule, wie alt war ich da? 6 Jahre, 7 Jahre. Da war Michael Schumacher gerade Weltmeister geworden, 96, 97, so um den Dreh. Da habe ich gesagt, ich werde Formel 1 fahren, das ist eine ganz klare Kiste. Aber da blieb dann Sebastian Ludwig damals sehr standhaft in der Grundschule. Komm doch mal mit. Ja, und irgendwann bin ich dann mal mitgekommen und wie das dann so ist am Anfang ja, wir haben keinen Torwart, stell dich doch mal rein. Ja, und so blieb das dann auch. Ne? Die Zusammenarbeit mit den Torhütern-Kollegen ist eigentlich immer, ja, was heißt immer schwierig? Also man muss das hart differenzieren können zwischen einem ganz normalen Kumpel, den man da hat, und einen Typen, der
dein Konkurrent um diese eine Torwartposition ist. Die Position ist undankbar, weil entweder du spielst oder du spielst gar nicht. Ein Ergänzungsspieler auf dem Feld, der bekommt ja trotzdem seine Zeit. Ich nicht, wenn ich nicht in Augen des Trainers gut genug bin. Und jetzt habe ich ja doch schon ein paar zweite oder erste Torhüter, wie die Situation dann war, erlebt. Und zu differenzieren zwischen Partner, zwischen sportlichen Freund, Kollegen und einem Konkurrenten, ist nicht immer leicht und einfach. Also wenn man das jetzt so in den anderen Vereinen beobachtet, gegen die wir spielen, ne, da gibt es halt immer so diesen klassischen ersten Torhüter und dann, ich sag mal, den etwas jüngeren dahinter. Und ich finde, bei uns ist da halt so ein spezielles Ding. Also wir sind ja irgendwo klar auch vom Alter her gleich. Aber ich finde auch, obwohl ich vielleicht zweiter Keeper bin oder Jens oder wie auch immer, finde ich, ist das auch so ein Team im Team. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass Jens und ich uns da, klar, wir sind Konkurrenten, klar, aber es ist nicht so, dass wir uns da Giftpfeile zuschießen und nicht miteinander reden, sondern ich finde, wir funktionieren da ganz gut als Team, dass wir da sagen können, hey, pass auf, versuch mal so oder versuch mal so und das geht in beide Richtungen super und also wenn ich weiß, dass, also man kann es ja immer gut einschätzen, dann hat Jens einen guten Tag, einen schlechten Tag und wenn ich dann weiß, so Jens hat jetzt einen super Tag, dann kann ich da tatsächlich auch sehr gut mit leben, wenn ich auf der Bank sitze, auch wenn man natürlich spielen will, aber ansonsten, ich finde, wir haben hier ein gutes Torhüter-Team und ich finde jetzt auch ein Clemens, der da noch mit reinrückt, so langsam aber sicher, das funktioniert sehr gut. Also ich finde, das ist so eine spezielle Sache, die wir hier in Gladbach haben. Wenn man so von außen auf andere Vereine guckt, finde ich, ist es halt nochmal was anderes. Da gibt es den klaren einen und ich sag mal den Handlanger, der hinterherläuft und noch die Masken tragen darf. Und von daher finde ich das schon sehr gut, so wie es ist. Vielleicht liegt das auch einfach nur daran, dass der Pet ein wahnsinniger geiler Typ ist, mit dem du ja immer Spaß haben kannst und einfach, also wenn du mich fragen würdest, wer würde ein schlechtes Wort über dich, also wer würde ein schlechtes Wort über dich verlieren, da würde mir der Pet als letzter einfallen. Der ist von Grund auf freundlich und positiv gestimmt, auch wenn er natürlich selbst gerne spielen möchte, unbedingt. Warum soll er das Ganze machen? Aber das macht großen Spaß mit ihm und da ist es ein sehr gutes Verhältnis zwischen uns beiden, auch wenn er, glaube ich, in der Vergangenheit gerne mal in die Tischkante gebissen hätte oder vielleicht auch gebissen hat. Aber das ist schwierig zu differenzieren und in dem Fall klappt es gut. Teamgeist, Wille, Respekt vor dem Gegner, ja, aber auch mit der nötigen Power, die wir brauchen, um die zu schlagen, okay? Wir sind gut und wir sind heute auch noch besser als die, okay? Einverstanden? Auf geht's, Mut! Yeah, boys, just a quick one from me. Obviously it's a bit of an emotional one for me, because this year has been amazing and I can't thank you guys enough. Okay, today, if we win our 1v1 battles, we're gonna win this game, yeah? And I was always told, just because it's a big game, doesn't mean it has to be a close game, yeah? Okay, so let's believe, let's play for each other, and let's get 3 points here, boys. Please, I want to go back on the flight with 3 points, yeah? Let's do it together. Let's fight, yeah? Come! 1, 2, 3! Kommt, Jungs! Kommt dann, Boys, das machen wir jetzt! Kommt! Herzlich willkommen zum heutigen Spitzenspiel in der 2. Bundesliga. Gladbach ungeschlagen, DSC Düsseldorf ungeschlagen. Der DSC Düsseldorf empfängt den GATC. Beide Mannschaften wollen hier punkten heute.
My love started maybe since I was born. My dad was a player back in Portugal, and since my younger days, he would bring me in a basket, and he was playing, and of course I wasn't watching, but so I was always in this atmosphere, surrounded by hockey people. Then when I started playing, I was maybe around 4 years of age, and since then I never stopped. I think also having a dad like mine, I think he's even crazier about the game than I am. He lives and breathes hockey, especially when I'm playing. And yeah, there was a time in my adolescence, maybe beginning of 13 or my 12s. It's when I started like pushing my game, also training almost every day of the week with Luis. He lived close to me, so we live about 40 minutes drive from Lisbon, and that's the only hockey pitch we have. But of course, we couldn't make that journey every day, and we took it to the park, and we trained a lot in the garden almost every day, and I think that's how we evolved, and we became, at least in the sense of technical abilities and skills with the stick, I think that's how we developed our game. Jetzt ist vorbei. Wir sind in der Halbzeit. Da wird sich nochmal zusammen hingelegt. Haben sich gern die Jungs. Ja, allem in allem kann man sagen, ein taktisch geprägtes Spiel. 2-2 steht's hier. Wir sind gespannt, was in der zweiten Halbzeit auf uns zukommt. Beide Mannschaften müssen hier öffnen irgendwann, um die 3 Punkte mitzunehmen. Die stellen den Frosch so gut, dass ich kann keinen Ball nach vorne spielen, das heißt, wir kommen, wenn überhaupt, über die Mittelmann links raus. Das heißt, wir müssen die Seite links schwer machen am Anfang, aber über rechts raus spielen. Und dann müsst ihr uns als Stürmer aber auch Angebote geben, beziehungsweise dem rechten Verteidiger Angebote geben, dass ihr entweder lang ein bisschen den Kreis hinspielt oder Bandenball in die Mitte. Ne? Weil ihr habt auf jeden Fall genug Platz, nur wir brauchen euch dann vor den Leuten.
Wir können euch den Ball nicht mehr flecken wie vorher spielen, wenn die auf uns Zug machen. Dann müsst ihr in die Lücken reinlaufen, dass wir euch anspielen können. Stark stellen. So, das machen wir auch, aber wie der Mo richtig sagt, über die Seite kommen wir nicht durch. Ja? Was die gerne machen, ist jetzt irgendwann Druck auf uns schieben. Und das ist eigentlich ein Geschenk für uns, weil dann der Raum dahinter hinter den Stürmern größer wird. Wir nutzen das Geschenk aber noch nicht, weil wir immer noch über die linke Seite raus wollen. Ja? Versucht dann erstens viel geduldiger zu bleiben. Das heißt nicht, dass wir lahmarschig passen. Das heißt, wir haben eine ganz hohe Passfrequenz, was der Mo gesagt hat, entgegenkommen. Vor den Gegner kommen, selber die Lücken suchen. Ja? Das wird nicht immer sein, dass wir sagen, das ist Position A, das ist Position B. Ja? Da muss man selber auch mal ein bisschen entscheiden, selber ein bisschen orientiert sein. Ja? Aktiver dann die Körpertäuschung mit der Ballannahme was machen oder direkt wieder passen. Vorne sind wir ein bisschen, ja, so ein bisschen passiv, finde ich, oder sowas. Richtig konzentriert, richtig mit Willen dann die Dinge machen. Edi da eben, dann bist du nach innen gezogen, ne? Aber hast auch erst eine Sekunde überlegt, Teilchen an. Macht eure Aktion, nutzt den Platz, das ist ganz wichtig. Wenn wir das besser machen, ja? Wenn wir vorne den Ball bekommen, den Ball von den Verteidigern, und dann aktiv was machen und dann den nächsten Mann suchen, spielen, auflegen oder was weiß ich, oder ruhig auch mal selber gehen, dann sind wir gut. Das ist der Tick, wo wir dann besser sind als die, okay? Wo wir konsequent sind, dann kriegen wir noch mehr Chancen. Und dann versehen wir mal wieder ein paar, aber wir tun auch mehr rein. Okay, das ist wichtig. In der Offensive, wenn wir den Ball den ersten Pass bekommen von den 3 Verteidigern von uns, dass wir dann eine aktive Aktion machen. Wir stehen in der Defensive richtig gut. Wir arbeiten da richtig gut. Das, was wir in der Defensive machen, müssen wir jetzt aber auch in der Offensive machen. Wir müssen uns dafür belohnen, dass wir da hinten arbeiten, dass wir uns verschieben, dass der Raider vorne links, also die vorne links Position ist die wichtigste Position gerade in der Defensive. Das müssen wir kopfmäßig die ganze Zeit durchziehen. Aber lass uns die Stärke, die wir gerade hinten drin haben, auch vorne einsetzen. Ja? Lass uns belohnen. Wir kriegen jetzt 2 Gegentore, das ist nichts in der Halbzeit. Wir sind hier ein bisschen nervös, ist aber nicht schlimm. Machen wir in der zweiten Halbzeit jetzt besser, aber die sind genauso nervös. Genau, Spiel zu Hause. Und wir sind hier ganz selbstbewusst sein. Ja. Muss raus und so. Okay, komm, Leute. Okay, komm. Anfangsaufstellung. Ja, kann sein. Ich glaube schon. Der Pfiff geht gegen Gladbach. Düsseldorf sucht die Lücke, gut abgefangen von Franco. Bringt den Ball ins Spiel, Kassim holt sich den auch. Und schießt das nächste Tor für die Gladbacher. Minutes, boys. 15, that's all, please. Jungs, wir haben uns ganz viele Torchancen gerade erarbeitet durch Konter. Zwischendurch wurden wir aber zu kontergeil. Ja, dann haben wir wieder versucht, da irgendwie zu spekulieren, dass wir den Ball in der Bande abfangen und so. Bleibt bei unserer Devise innen zu. Ja, wenn die in die Ecke reinspielen, scheißegal. Die Konter kommen irgendwann. Und dann rappelst du auch nochmal. Die haben 15 Minuten kein Tor geschossen. Wir werden die nächsten 15 Minuten kein Tor schießen, wenn wir ruhig bleiben und irgendwas stabil stehen, innen zu. Wir werden wieder 1-2 machen. Von ganz alleine. Ja? 3, 2, 1, go!
Mitte hier. Perfekt, Jungs. 4 Spiele, 4 Siege. Perfekt. Das ist ein ganz wichtiges Spiel, das wissen wir alle. Aber nächste Woche die nächsten 2 unfassbar wichtige Spiele. Aber jetzt erstmal heute richtig happy sein, richtig gut. Und das ist richtig gut. Eine sehr disziplinierte Leistung. Vor allen Dingen die Defensive hat heute gewonnen. Das ist richtig geil. Ja, was ihr dann in Ecken gemacht habt. Kein Ball vor dem Netz. Richtig stark. Und vorne haben wir unsere Chance genügend genutzt. Alles perfekt, sehr gut. 12 Punkte, besser geht's nicht. Glückwunsch an euch. Richtig gut. Okay? Aber Jungs! Und die Jungs, die sich gerade wieder gar nicht können, bitte nachlegen. Okay, für den zweiten Mannschaft. Super, Jungs. Oh, Männer. Danke, Männer. 3 points, plenty good. Ja.